Hi, willkommen zurück auf meinem Kanal. Hier ist Shay. Ich bin heute wieder da mit einer neuen Produktrezension. Heute aber mit einem Wasserbrunnen für Katzen. Ich habe schon lange Wasserbrunnen im Gebrauch und hatte jetzt schon 3 verschiedene Modelle. Also das ist das 3. Modell. Wurde mir zugesendet von der Firma Elfin Fountain. So sieht das aus. Da oben ist das Logo von der Firma. Und das ist die wunderbare Box, in der es kam. Und da ist einiges an Zubehör bei, was ich euch auch einmal kurz zeigen möchte. Und zwar, ihr bekommt natürlich den gesamten Filter mit allem, was dazugehört. Aber es gibt insgesamt auch noch 2 Pakete Filter und ein Ersatzset zu der Nicht-Pumpe, weil das ist ein pumpenloser Filter. Und der ist anders als andere Filter und ja, fand ich super interessant, wollte ich unbedingt testen. Ich zeige euch kurz, wie das aufgebaut ist und wie das funktioniert. Normalerweise bei anderen Filtern, bei anderen Wasserbrunnen ist das so, dass da meistens dann irgendwie ein Kabel durchgeht und ich habe jetzt noch so einen pinken von Cadet. Und da geht dann das Kabel durch in das Gehäuse und dann ist da ein Filter, so eine richtige Wasserpumpe drin. Und das muss dann halt irgendwie verbunden werden. Und ja, meistens aber sind diese Dinge auch nicht so wirklich zu reinigen. Das zeige ich euch aber auch später, den Vergleich zwischen den beiden Geräten und was ich daran hier sehr viel besser finde. Ja, und ihr habt jetzt hier bei diesem Gerät einmal die Säule, das ist quasi die Basis und man kann den eigentlichen Brunnen abheben davon und hat dann halt dieses Elektroteil separat, muss das also nicht irgendwie mit reinigen oder so, sondern man kann einfach dieses Teil abheben und dann sauber machen. Und wenn man das sauber machen möchte, macht man einfach hier die Clips ab. Man hat hier das Mundstück, kann man abnehmen. Dann ist hier eine Metallschale drin und unter dieser Schale ist dann nochmal eine Plastikschale. Da kommt dann ein solcher Filter rein. Ich hole nochmal einen raus. Ich habe den anderen jetzt, den wollte ich jetzt auswechseln. Der läuft jetzt schon seit einer ganzen Weile. Und das ist einfach so ein Filzdingen, da sind halt ja, Filtermedien drin, unter anderem Aktivkohle. Das wird dann hier reingesetzt. Und das Wasser, was dann zurückläuft in den Brunnen, geht dann hier durch und wird gefiltert. So, das ist das eine. Unter dieser Schale, die lässt sich hier an der Seite herausheben, sind dann eben diese 2 Teile. Das ist auch das, was ich euch eben gezeigt habe. Das gibt es auch nochmal im Ersatz. Und das wird eben so da reingesetzt. Also hier ist so ein Pinöpel, da kommt dann dieses Drehding drauf. Und das ist quasi der Siphon, der das Ganze nach oben transportiert. Der wird da drüber gesetzt. Und ihr fragt euch jetzt, ja gut, wie funktioniert denn das überhaupt? Weil da ist ja jetzt gar kein Strom drin. Und das ist eben der Key an der ganzen Sache, was das Ganze so besonders macht. An der Station haben wir nämlich hier so einen Metallnippel und wenn wir das Ganze da draufsetzen, wird hier der Strom nämlich in diesen Teil geleitet und dadurch entsteht ganz einfach ein Magnetfeld und dadurch, dass hier Metall drin ist, wird eben dieses Teil in Bewegung gesetzt. Durch das Magnetfeld fängt das an, sich zu drehen. Und durch die Drehung entsteht mit Hilfe dieser Lamellen eben eine Wasserbewegung, die dafür sorgt, wenn wir uns das jetzt hier so vorstellen, ne, so sitzt das da drin, dann dreht sich das, dann wird hier das Wasser angesogen und wird dann durch dieses Teil nach oben bewegt. Es ist also kein richtiger Wasserfilter, sondern es wird einfach durch Magnetismus bewegt und das ist total genial, weil ich dann keine Elektrogeräte in dem Brunnen selber habe. Und die Idee finde ich mega. Das ganze Teil ist halt auch noch super designt, finde ich. Es sieht ganz anschaulich aus. Auf der Seite ist sogar noch eine Milliliter-Angabe. Ja, und so kann man das dann immer
nachfüllen, ohne den kompletten Brunnen auseinander zu klamüsern, wie das bei dem anderen Teil der Fall ist. Ja, das ist natürlich dann ein bisschen teurer. Wenn ihr aktuell auf die Seite geht, könnt ihr das Gerät für 90,95 € statt 112 € bestellen. Der Preis kann allerdings teilweise noch ein bisschen variieren durch die Veränderungen in der Umrechnungsrate. Deswegen nicht wundern, wenn das nicht exakt ist. Und ihr habt aktuell die Möglichkeit, ein 4er-Set Filter gratis zu eurer Bestellung dazu zu bekommen, indem ihr den Code Shadetopia beim Checkout auswählt. Dazu müsst ihr halt den Filter und ein Paket 4er Filter in euren Warenkorb stecken, den Code anwenden und dann bekommt ihr die Filter umsonst. Was auf jeden Fall den Preis wert ist. Also ich muss sagen, im Vergleich zu den anderen Brunnen, die ich bisher benutzt habe, ist das mit Abstand das beste Gerät, was ich je hatte. Allein schon deshalb, weil diese Teile sich viel, viel, viel einfacher reinigen lassen. Man hat keine Elektronik im Wasser, was halt auch verhindert, dass es irgendwie einen Kurzschluss geben kann, was das Wasser irgendwie unter Strom setzt oder so. Also da gibt es ja sämtliche Horrormöglichkeiten. Und das ist halt hier mit diesem Gerät absolut ausgeschlossen. Der ist super effektiv. Und was ich richtig geil finde, ist, der läuft nicht permanent, sondern wir haben nämlich hier bei dieser Säule, hier hinten ist auch nochmal ein Sticker, wo erklärt wird, was die ganzen Lichter und so bedeuten. Hier oben sind nämlich Lampen und hier sind auch 2 Bedienknöpfe, mit der man Dinge einstellen kann. Das erkläre ich euch aber gleich auch nochmal im Detail. Und das Ding ist, dass das alles halt getrennt voneinander ist und die Station kann man aufladen und die kann dann ohne Strom laufen. Das heißt, ich muss den nicht zwingend an der Steckdose hinstellen, sondern ich kann die Station aufladen und das Gerät dann woanders hinstellen. Muss man dann natürlich zwischendurch aufladen, aber ja, läuft halt relativ dann autark. Eine Aufladung reicht bis zu 30 Tage lang. Also ich kann fast einen Monat dieses Gerät dann ohne direkten Stromkontakt verwenden und es dann halt wieder aufladen und dann läuft es wieder 30 Tage. Und der geht nicht, also der läuft nicht permanent, sondern der geht nur an, wenn ein Tier in der Nähe ist. Da ist ein Sensor vorne, das ist also dieser Bereich hier. Da ist ein Sensor und der erkennt, wenn ein Tier in der Nähe ist und dann fängt er an zu laufen. Das habe ich jetzt über eine ganze Zeit lang getestet, das funktioniert wunderbar und ja, ist wirklich ein cooles Teil. Jetzt zeige ich euch einmal den direkten Vergleich zu dem anderen Brunnen, den ich habe und warum ich auch finde, dass der in der Reinigung wesentlich, wesentlich besser ist. So, ich habe jetzt hier mal beide Brunnen, die ich benutze, nebeneinander gestellt. Die müssen gereinigt werden und da kann ich jetzt einmal gut vergleichen, was zu tun ist. Bei diesem Brunnen von Kettle, den habe ich bisher immer benutzt. Da ist hier oben so ein kleines Stubbi drin, den kann man einfach rausziehen. Dann muss man hier diese Platte rausnehmen. Und hier ist dann ein Mittelteil, wo dann unten der Filter dran ist. Und was ich euch da einmal zeigen möchte, ist zum einen, man sieht, dass das teilweise auch ein bisschen schmoddelig wird mit der Zeit. Aber das Ekelhafteste ist wirklich dieser Filter. Hier sammeln sich halt auch ständig irgendwelche Haare und Sachen, die man da nicht drin haben möchte. Es ist ziemlich widerlich. Aber man kriegt es auch nicht richtig sauber. Und das ist jetzt so ein bisschen das Geile an diesem neuen Filter. Das zeige ich euch gleich, weil selbst wenn man das hier abmacht, in das Innenteil kommt man nicht wirklich rein. Und da setzt sich auch jede Menge Schlodder hier unten unter dieser Lippe ab. Da kommt man überhaupt nicht dran. Das kann ich auch nicht wirklich sauber machen. Ich kann nur dieses Gitter sauber machen und das war's. Dann muss man das natürlich auskippen. Und was auch tierisch nervig an diesem Brunnen ist, dass das Kabel muss natürlich direkt mit diesem Filter verbunden sein. Und dafür geht dieses Kabel dann meistens nämlich von außen hier durch. Und dann in diesen Brunnen durch einen kleinen Kanal. Und wenn ich das halt abmachen möchte, um das Ding mal irgendwie in die Spülmaschine zu setzen oder so, muss ich dann vorher das komplette Kabel da durchziehen. Ansonsten komme ich da gar nicht dran. Das ist jetzt so mal dieser Filter, dieser Brunnen. An sich mag ich den sehr gerne, weil der sieht hübsch aus, der passt zu meiner Einrichtung. Und die Katzen lieben Brunnen, aber das ist ein ganz, ganz deutlicher Nachteil bei diesen herkömmlichen Geräten.
Was ich jetzt richtig geil finde an diesem Filter ist einmal, nicht Filter, sondern an diesem Brunnen. Erstmal, ich kann diesen Teil hier komplett von der Station lösen und die Station selber ist da gar nicht mit verbunden. Also ich habe dieses Kabelgedönse nicht. Jetzt ist es auch so, dass der hier ja sich aufladen kann. Das heißt, nach einer gewissen Zeit ist die Batterie voll und dann brauche ich den theoretisch gar nicht einstecken, sondern ich kann den irgendwo hinstellen, wo ich ihn hinstellen möchte. Und das Gerät funktioniert dann auch ohne direkten Stromkontakt. Und was ich jetzt auch nochmal hervorheben wollte, waren die Funktionen auf der Rückseite von dieser Säule. Da steht nämlich genau drauf, was macht. Und zwar, es gibt den On-Off-Knopf, das ist der hier auf der Rückseite. Der ist hier. Wenn man den lange drückt, dann geht das Gerät an oder aus. Und wenn ich den kurz drücke, kann ich zwischen den Modi switchen. Dieser Knopf hier darunter ist Filter Reminder Reset. Also wenn ich einstellen möchte, wann der Filter gewechselt werden soll, dann kann ich das hiermit machen oder wenn ich das resetten möchte. Und dann gibt es Indicator Lights, also bunte Lichter, die uns etwas sagen. Die werden hier oben immer eingeblendet. Wenn bei Batterie das orangene Licht leuchtet, heißt das, dass die Batterie fast leer ist. Grün heißt, dass es auflädt. Und also wenn es grün blinkt und wenn es komplett grün ist, dann heißt es, dass es komplett aufgeladen ist. Bei dem M, das ist daneben das Licht, wenn da steht, dass es blau, also wenn das Licht blau ist. Das blaue Licht bedeutet Intelligent-Modus, heißt also, dass der Brunnen automatisch erkennt, ob eine Katze in der Nähe ist oder nicht. Und dann bei dem letzten, Orange heißt Replace Reminder und Reset Successfully, wenn es blinkt. Also ich muss es jetzt quasi wieder reinigen, voll machen und resetten und dann funktioniert wieder alles wie gehabt. Das ist erstmal dazu. Ja, und dieses Ding hier, da macht man einfach die Klipse auf. Das hier kann man auch rauslösen, kann man auch so wie es ist einfach in die Spülmaschine geben. Dann haben wir hier diese Metallplatte, die sich halt auch ganz einfach in der Spülmaschine reinigen lässt. Hier ist der Filter. Dann hier diese Plastikschale und jetzt kommen wir zu dem Teil, der quasi wie der Motor funktioniert. Diese Teile sind auch doppelt vorhanden, also wenn da mal was kaputt geht, kann man das ersetzen. Das ist einmal dieses Teil und einmal dieses Teil. Beides sieht aus wie neu. Da ist auch kein Schmuddel dran und nichts. Das hier kann man einfach mit einem Pfeifenreiniger sauber machen. Ja, und dann kann ich das so wie es ist einfach auskippen. So, Wasser rein. Dann kommt dieser Stubbi da wieder rein. Dieses Gerät, das hier mache ich jetzt sauber. So, die Schale, diese Schale, Clippies, dieses Stückchen. Na? Oh, andersrum. So rum. Genau. So, und jetzt kann ich das Teil, so wie es ist, hier wieder draufstellen. Und er funktioniert. Also das mit dem Sensor funktioniert auch sehr gut. Sobald die Katzen in die Nähe kommen, fängt er an zu laufen. Er ist halt so jetzt ein bisschen lauter als dieser Brunnen, aber der Vorteil ist, der läuft halt nicht die ganze Zeit durch, sondern der läuft halt wirklich nur, wenn er gebraucht wird. Dann geht er aus und sobald das nächste Mal eine Katze kommt, weil hier sammelt sich noch ein bisschen Wasser, das läuft nicht komplett ab. Und wenn jetzt das nächste Mal wieder jemand hier rankommt, geht er wieder an. Und das funktioniert extrem gut und es ist wirklich sehr viel leichter und schöner zu reinigen als das hier. Insbesondere der Filter ist nämlich wirklich eklig. Und ich werde den jetzt auch so, wie er ist, erstmal nicht mehr benutzen, bevor der nicht grundgereinigt wurde.
Aber der ist wirklich tippitoppi. Sehr geiles Gerät. Kann ich gut empfehlen. Zum Schluss wollte ich euch auch noch mal kurz sagen, so was gibt es eigentlich für Gründe, überhaupt einen Katzenbrunnen zu verwenden? Warum ist das überhaupt sinnvoll? Warum sollte man das überhaupt tun? Viele Leute nehmen einfach eine ganz normale Wasserschale. Das hat man früher jahrelang gemacht, ist klar. Aber meine Erfahrung zeigt, und ich habe ja mittlerweile viele Katzen gepflegt, ich habe 5 eigene und noch diverse Pflegekatzen gehabt, kann also aus Erfahrung sagen, dass Katzen fließendes Wasser bevorzugen. Das heißt, der Brunnen imitiert halt eben dieses fließende Wasser, ne, wie man das in der Natur auch hätte, an einem Fluss zum Beispiel. Und Katzen mögen es auch lieber, wenn das Wasser nicht unmittelbar beim Futter steht. Einfach deshalb, weil in der Natur, sagen wir jetzt mal, ne, wenn wir eine Katze draußen haben, die jagt und die nimmt dann da ihr Beutetier auseinander, dann würde sie dort nicht auch trinken wollen, weil natürlich dann das zersetzte Futtertier in den Boden sickern würde und das würde halt das Wasser verpesten. Ne? Also das ist in der Natur so vorgesehen, dass die eigentlich immer getrennt trinken und essen. Und meistens, wenn sie Nassfutter fressen, dann nehmen sie ja die meiste Flüssigkeit auch über das Futter auf. Bei einem richtigen Beutetier wäre das halt auch so. Und wenn sie trinken, dann trinken sie halt woanders und trinken dann eben an frischem, fließendem Wasser. Und so ein Brunnen kann das halt sehr gut imitieren und hilft halt, dass die Katzen mehr trinken, als sie es normalerweise tun würden. Denn von einer Schüssel ist es halt sehr, also still, es steht. Es wird halt auch schnell, ja, so ein bisschen, ja, und dann wollen die es halt auch nicht mehr. Deswegen ist so ein Brunnen echt tippitoppi, absolut genial. Und wie gesagt, wenn euch das interessiert und ihr das ausprobieren wollt, es gibt viele verschiedene Varianten. Ich habe jetzt, wie gesagt, die von Elfin Fountain benutzt und getestet und ich finde den großartig. Dann könnt ihr unter dem Link in der Infobeschreibung und auch im angepinnten Kommentar das Teil bestellen. Momentan im Angebot und ist ein Pre-Order, heißt also, der wird jetzt nicht sofort versendet, sondern die sammeln die Bestellungen, stellen die dann halt her zu der bestellten Menge und verschicken die dann eben in einem bestimmten Zeitraum. Nutzt den Code Shaytopia. Ansonsten danke ich euch fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns.